Worauf musst du achten, wenn du einen Young oder Oldtimer wäschst? Das zeige ich dir in diesem Video. Herzlich willkommen, ich bin der Nico von den Autolackaffen und wir wollen uns heute einfach mal anschauen, worauf du achten musst, wenn du einen Young oder Oldtimer wäschst. Ganz besonders geht es dabei um Stichwörter wie Dichtungen, Korrosion, richtigen Produkte, nicht zu aggressiv. Wir wollen jetzt hier nicht die schonendste Wäsche für Nitrocellulose-Lacke, Asphaltlacke und Vorkriegslacke empfehlen, sondern eine allgemeingültige Anleitung mit den paar Besonderheiten, die so ältere Fahrzeuge mit sich bringen. Wir schauen uns das Fahrzeug mal an und dann erzähle ich schon mal ein paar Sachen. Einer der Hauptknackpunkte sind Schwachstellen bei den Fahrzeugen, typischerweise Dichtungen. Alte Dichtungen, Gummi wird brüchig, wird porös, wird undicht. Die Gefahr, dass ich einen Innenraum flute, besteht immer. Hier hat er zum Beispiel zwar ein Vinylverdeck, aber auch alte Cabrios. Wie dicht ist das Verdeck wirklich noch? Hat es irgendwo Löcher? Korrosion ist ein riesengroßes Thema. Wo läuft am Ende überall Wasser hin? Da ist der erste Tipp, sprich mit dem Besitzer oder wenn es dein eigenes Auto ist, beschäftige dich mit dem Auto. Wo sind die Schwachstellen? Wo sammelt sich Wasser? Wo sind Abläufe? Weil das muss wirklich bekannt sein, weil wenn man sonst zu oft diese Bereiche vernachlässigt und vergisst, gibt es Korrosion. Und Korrosion, sprich Rost, ist so einer der Todespunkte oder Todesgründe für ältere Fahrzeuge, sowohl Old- als auch Youngtimer. Bevor es jetzt an die genaue Anleitung geht, noch ein allgemeines Wort vorweg. Bei älteren Fahrzeugen gilt immer, weniger ist mehr. Weniger Druck, ein bisschen mehr Zeit lassen, weniger Chemie, nicht ganz so starke Chemie und einfach beachten, dass früher Fahrzeuge anders gebaut wurden. Wir haben hier irgendwelche Dichtungen, Leitungen und Stecker, die vom Radhaus aus dem Motor kommen und in die Lampen, in die Blinker vorne gehen. Also auch wenn man hier in dem Bereich ist, lieber den Gang zurücknehmen, Abstand reduzieren und wirklich darauf achten, da geht es halt wirklich nicht um das letzte Detail, wenn man sich nicht sicher ist, ob man vielleicht was kaputt macht. Von daher lieber da hinten mal einen kleinen Direktpunkt dran lassen, anstatt dann Hochdruckreiniger reinzufeuern und irgendwas kaputt zu machen. Genug der Vorrede, wir gehen ans Auto, starten mit den Felgen und dann geht's los. Wir starten mit den Felgen. Als gewerblicher Aufbereiter nutzen wir gerne einen großen Felgenreinigerbehälter, weil wir ihn eben auch als Flugrostentferner benutzen. Drin ist ein pH-neutraler Felgenreiniger, ganz wichtig, keine Säure, nicht zu alkalisch an dem Fahrzeug, weil auch alte Materialien, insbesondere Dichtungen, schnell kaputt gehen. Das heißt, wir sprühen erstmal die Felgen allesamt einmal rundum ein und dann machen wir weiter. Auch hier, um den Lack zu schonen, versuchen wir erstmal mit allen möglichen milden Reinigern zu arbeiten. Das Fahrzeug hat jetzt Insektenverschmutzungen, bei seinem Oldtimer nicht ganz so häufig. Passiert aber auch generell für Insekten, Vogelkot, Bienenkot, also alles, was, sage ich mal, so organische Verschmutzung, tierische Verschmutzung, eiweißhaltige Verschmutzungen sind. Nehmen wir einen Insektenentferner. Wichtig ist, da einen zu nehmen, sich da mal beraten zu lassen, der nicht zu aggressiv ist. Insektenentferner funktionieren häufig über einen pH-Wert. Der pH-Wert wird hochgeballert im Bereich 13, 14. Muss bei alten Materialien nicht sein. Wir haben jetzt hier einen, der hat so ungefähr um die 11. Das ist dann okay. Da kann man dann punktuell mal die Insekten einsprühen. Und auch hier wichtig, die Wirkzeiten zu beachten. Nicht zu lange drauf, sondern wirklich ein bisschen im Kopf haben, was der Hersteller sagt und sich da ganz genau dran halten. Ich sagte auch wichtig, wenig Druck, wenn du die Möglichkeit hast, bei einem eigenen Hochdruckreiniger einfach Druck regulieren, Druck anpassen an der Waschbox. Und auch das werden wir jetzt hier machen. Ein bisschen mehr Abstand, einfach nicht so viel mit Hochdruck arbeiten, sondern wirklich mehr mit dem Wasser, mit der Wassermenge, die rauskommt. Ein bisschen Druck brauchen wir, nur ein Schlauch reicht nicht ganz, weil wir müssen die Verschmutzung abspülen. Wichtig ist nämlich auch, dass der Sand runterkommt und deswegen spülen wir jetzt auch erstmal die Felgen ab, bevor wir weiter waschen. Wir wollen möglichst keine Kratzer verursachen und nehmen viel Wasser und viel Zeit. Gerade bei den Dichtungen immer wirklich Abstand halten und wenn ihr so an der Tür lang gespült habt, nehmt euch kurz die Zeit, einmal reinzugucken. Wenn Wasser im Innenraum ist, gleich trocknen, bloß keine Materialschäden verursachen und dann immer einfach kontrollierter, ein bisschen mehr Zeit, ein bisschen bedachter arbeiten als sonst, dann haut das eigentlich super hin. Kleiner Trick, man nennt mich mittlerweile Kabelbinder, Nico. Ich habe mir einfach so eine Federzwinge an abgeschnittenes Stück Schlauch rangemacht. Wer zu Hause wäscht, kann das machen. Und zum Eimer ausspülen klipse ich mir das dran, halte den falsch rum, drehe einmal auf. Sauber ist der Eimer. In den Felgeneimer kommt ein sogenannter Grid Guard, Dirt Trap oder irgendeine Art Schmutzsieb.
Das sorgt einfach dafür, dass der Schmutz durch die Verwirbelung des Wassers nicht immer wieder nach oben getragen wird und sich ein bisschen mehr darunter fängt und nicht so sehr in eure Bürste kommt. Hier kommt jetzt ein bisschen Autoshampoo mit rein, eine Felgenbürste, Felgenhandschuh, je nachdem, was wir für Felgen haben. Bei den Felgen reicht mir absolut ein Mikrofaserhandschuh und dann kümmern wir uns um die Felgen. Gerade bei alten Materialien, die Dosis macht das Gift, gilt hier auch. Haltet euch wirklich unbedingt an die Herstellerdosierung, haltet euch auch unbedingt an die Konzentrationsempfehlung und an die Wirkdauer. Falls du an der Waschbox wäschst und deinen Eimer schon mit Wasser mit hinbringst und sagst, boah, das ist mir aber zu wenig Schaum, gibt es zwei kleine Tricks. Trick Nummer 1, komm mal her. Du nimmst deinen Gridguard, produzierst Schaum, ist aber ein bisschen anstrengend. Einfacher geht es mit dem Hochdruckreiniger. Mo, bring die Kamera in Sicherheit. Ab geht's an die Felgenreinigung. In dem Fall habe ich ja, quasi Stahlfelgen, Tellerfelgen. Dann nehme ich ganz gern so einen Zottelhandschuh, Zottelschwamm. Wichtig, auch hier Mikrofaser nehmen, keinen normalen Schwamm. Einfach um Kratzer zu vermeiden. Sollte die Felge jetzt noch sehr dreckig sein nach dem ersten Abspülen, einfach nochmal Felgenreiniger aufsprühen. Wir brauchen es jetzt hier nicht, sie ist fast schon sauber. Das heißt, ich nehme mir einfach schön viel Shampoo, damit ich eine gute Gleitwirkung habe. Und gehe hier einmal durch die Felge. Das ist wirklich bei der natürlich sehr dankbar. Die ist super schnell gereinigt. Wenn du jetzt Speichenfelgen hast, würde ich einfach einen Pinsel nehmen, genauso wie für den Reifen. Einfach mal ein bisschen Pinsel drüber. Wenn der mal sehr dreckig ist, kann man noch mal einen Allzweckreiniger drauf sprühen, aber der ist ja eigentlich sauber. Nur einmal der Vollständigkeit halber und weiter geht's. Jetzt verrate ich dir mal einen Geheimtrick, wie der Profi-Aufbereiter die Felge sauber macht. Komm mal ran, ganz nah, ganz leise. Einfach ein Stück vorfahren. Wir sind mit den Felgen fertig. Jetzt kommt die Lackvorreinigung, um allen Sand, alle lose Partikel zu entfernen. Man sollte sich jetzt genau überlegen, ob man bei dem Verschmutzungsgrad, den man gerade vor sich hat, wirklich nochmal einen leicht alkalischen Vorreiniger benutzt, einen neutralen Snowfoam oder nur abkerchert. Jede Chemie, die auf die Dichtungen wirkt, schädigt sie nicht zwingend, aber ist auch nicht wirklich gut für sie. Das heißt, wenn man nur leichte Verschmutzung hat, würde ich einfach mal abkerchern. Mittlere Verschmutzung, vielleicht neutralen Snowfoam, den kann man sich zum Beispiel selber machen aus Shampoo und Wasser. Und wenn man stärkere Verschmutzung hat, wirklich auch haftende Verschmutzung, dann lieber einen leicht alkalischen Vorreiniger, pH 12 bis ja, so 12, 12,5 vielleicht, weil dann überwiegt der Vorteil des Vorreinigers einfach den potenziellen Schaden für die Dichtungen, weil den Lack wollen wir natürlich auch nicht beschädigen. Hier haben wir eine mittlere Verschmutzung, das heißt, wir machen uns eine kleine Mischung Shampoo, Wasser, sprühen das auf, einfach um den Dreck noch mal ein bisschen anzulösen. Felgen brauchen wir deswegen vorher auch nicht abspülen, die kriegen noch mal eine Dusche mit ab, werden danach abgespült und dann geht es weiter mit der Handwäsche. So, zur Mischung für das Snowfoam Shampoo, da gibt es ja ganz diverse wichtige Dinge. Hängt immer von der Wasserhärte vom Produkt ab. Ich würde erstmal mild starten hier so mit, ja, irgendwas zwischen 25 und 50, also vielleicht 30 Milliliter auf einen Liter. Muss man aber ausprobieren. Warmes Wasser schäumt besser als kaltes. Hartes Wasser schäumt schlechter als weiches. Also da kann ich keinen Tipp geben. Erstmal Herstellerempfehlung ausprobieren und dann selbst rantasten, was funktioniert. Und wer ein Snowfoam benutzt, braucht kein Schussshampoo. Das ergänzt sich. Wie gesagt, wer Vorreinigung will, leicht alkalischen Vorreiniger. Wenn es um Materialschonung geht, neutrales Shampoo. So sieht's aus. Schaumkanonen gibt es viele auf dem Markt, aber Vorteil an der ist, dass ich eine stufenweise Einstellung der Konzentration habe. Gerade wenn ich mit alkalischen Vorreinigern arbeite, kann ich die pur hier reingeben und mir die Verdünnung über das Rädchen genau einstellen und habe nicht diesen Plus-Minus-Regler, wo ich sage, ja, Pi mal Daumen wird das jetzt schon passen. Deswegen arbeite ich sehr gerne mit der, weil ich einfach sehr präzise arbeite. Wir wollen ja die Wartezeit nicht verschwenden, das heißt, während du wartest, dass dein Vorreiniger wirkt, kannst du dir den Eimer schon mal vorbereiten. Auch hier wieder mein patentiertes Eimerfüllsystem.
Dann aber, wenn du schon so bunt am Eimer füllen bist, nicht vergessen, wir müssen vorher noch einmal abspülen und dann geht es erst an die Eimer. Lass uns abspülen. Denk dran, wenn du an den Kühlergrill gehst, wenn du den Kühlergrill abspülst, nicht direkt frontal rein, sondern schön abgeschrägt, 45 Grad Winkel ungefähr, passt eigentlich sehr gut. Falls du sie noch nicht kennst, schau dir mal die Autolack-Waschmethode an. Wir waschen mit einem Eimer, ohne Gridguard und vielen Handschuhen. Hat aus unserer Sicht viele Vorteile, nämlich einfach eine größere Schonung. Und wenn ich eine Maschine anschmeiße, ob da 3 Handschuhe, einer oder 4 drin sind, spielt eigentlich keine Rolle. Das heißt, alle Handschuhe in meinen Shampoo-Eimer. Ich schnappe mir mal einen und sobald er schmutzig ist, auf beiden Seiten tausche ich ihn aus. Und jetzt starten wir mit der Handwäsche. Für alle, die sich vielleicht fragen, weil sie neu im Thema sind, warum nehmen wir Mikrofaser? Ein Schwamm hat einfach den Nachteil, dass er den Schmutz nicht aufnehmen kann und somit über die Oberfläche zieht. Natürlich sollten wir nach einer optimalen Vorwasche möglichst wenig Schmutz auf dem Lack haben. Ein bisschen ist aber noch da, deswegen lieber eine Mikrofaser, die kann den Schmutz besser aufnehmen und halten. Zum einen nimmt sie ihn damit besser vom Lack und er bleibt nicht auf dem Lack und wird rübergezogen, vermindert wieder Kratzer und erhöht die Reinigungsleistung. Nächster Vorteil der Autolack-Waschmethode, ich kann wirklich von oben nach unten durchwaschen, ohne 50 Mal ums Auto rennen zu müssen. Weil wenn mein Handschuh schmutzig ist, drehe ich ihn um. Wenn er dann komplett schmutzig ist, kann ich ihn einfach in die Wäsche geben und mache ein Bauteil weiter und spare mir währenddessen einfach ein paar Wege. Auch hier wieder ein guter Tipp, achtet auf offene Kanten. Damals hat man Autos noch nicht so designt, dass wirklich alles hintereinander versteckt ist. Und ich habe teilweise Kanten, manchmal stehen die hoch, dann sammelt sich der Dreck. Dreck ist immer ein Speicher für Wasser und Feuchtigkeit. Und daraus erfolgt wieder Korrosion. Das heißt wirklich bei einem Oldtimer auch dahin gehen, wo es unangenehm wird. Das ist wichtig. Du musst auch nicht warten, bis der Handschuh komplett mistig ist. Es reicht, wenn er zwischendurch dreckig ist, weil der macht er an den Stellen Kratzern und dann kommt er ab in die Wäsche. Und auch wenn du dazu stehst, dass du verheiratet bist oder gerne Schmuck trägst, entweder gewöhnst du dir an, so zu arbeiten, dass du damit nicht an Lack kommst. Nach ein paar Jahren ist das drin. Tatsächlich ist es auch bei mir so. Oder trägst einfach einmal Handschuhe. Oder machst den Ring einfach für die Zeit ab. Deine Frau, dein Mann wird es dir vielleicht verzeihen. Knackpunkt, Scheibenwischer, das ist ein Riesenthema. Entweder vorher, wenn es dein eigenes Auto ist, weißt du, sonst den Besitzer fragen, ob man die noch vernünftig abklappen kann. Brechen nämlich gerne ab und wenn sie abgeklappt werden, ganz vorsichtig und nicht über die Kante und auch kurz warten und vielleicht lieber sichern, dass sie nicht zurückspringen. Das ist wirklich ein Thema, geht ganz, ganz oft kaputt. Bei solchen Sachen braucht ihr euch nicht verrückt zu machen. Es gibt Dichtungen, die werden einfach immer schwarz auslaufen. Also nicht 40 Mal drüber reinigen. Wenn ihr 2 Mal drüber gereinigt habt und es wird ist immer noch schwarz, dann sind es einfach die Dichtungen. Wenn du irgendwo mal hart klebende Insekten hast, nimm gerne so einen modernen Insektenschwamm. Der hat so ein Meshgewebe, ist nicht mehr wie früher, dass es dieser grobe Schwamm war, der sie runterkratzt, sondern das ist so ein bisschen wie so ein Rasierer. Also das Außen ist weich, aber dadurch, dass du da Vertiefungen drin hast, verfängt sich der Rest und wird einfach abrasiert, quasi. Wichtig ist, regelmäßig ausspülen und nur auf sauberem, gewaschenen Lack anwenden, damit man da den Dreck, den man hier löst, nicht über den Lack zieht und das Insekt halt wirklich regelmäßig auch mal ausdrücken und normal im Eimer ausspülen und ganz am Ende nach der Wäsche anwenden. Nach der Handwäsche spülen wir den ganzen Schaum und den Rest vom Fahrzeug runter. Wir nehmen dafür, wenn verfügbar, einen fließenden Wasserstrahl direkt aus dem Schlauch ohne Hochdruckreiniger. Beim Hochdruckreiniger schiebt man es oft von links nach rechts, gerade Schaum, wird dann noch mehr mit Luft und Druck versorgt und noch mehr aufgeschäumt. So habe ich halt wirklich hier einen schönen Wasserteppich, der alles schön runterspült. Und das ist einfacher. Wenn du in einer Waschbox wäschst, dann steht das natürlich nicht so aus, weil dann muss man das nehmen, was da kommt. Merkt ihr gern, wie die Wasserlache hier noch auf der Haube steht? Das werden wir gleich ändern. Zum Felgen abspülen richte ich mir den Strahl hier so ein bisschen, weil das ist sehr müßig. Da habe ich einfach noch mal ein bisschen, habe ich es ein bisschen leichter und danach spüle ich weiter. Auch hier vorne geht es leichter so. Der Wagen ist jetzt sauber und wie gesagt, bei einem Old und bei einem Youngtimer würde ich dir empfehlen, einfach mehr Zeit zu nehmen. Wo ich sonst automatisch einen leicht arkadischen Vorreiniger nehme, überlege ich es mir hier.
wo ich sonst immer Ritzen und Kanten pinsel oder nochmal gezielt bearbeite, überlege ich es mir. Der Grund ist, dass ich mir jetzt anschauen kann, wie schmutzig ist der Lack, wie schmutzig sind Ritzen und Kanten, und muss ich da wirklich nochmal ran, weil jedes Mal, wenn ich mit dem Pinsel an Lack gehe, egal wie sauber der ist das nicht schonend. Es ist jetzt nicht schlimm, aber verstehe mich nicht falsch. Wenn ich es mir sparen kann, ist es besser, als wenn ich es machen muss. Zweiter Punkt ist immer, gerade wenn ich im Bereich von Gummidichtung rumpinsel, mit einem Reiniger, den ich ja brauche als Gleiteffekt, pinsel ich halt die Dichtung immer an. Das heißt, ich bringe wieder Chemie, ich bringe wieder Reibung auf die Dichtung und schade ihr einfach. Das heißt, bei einem Kundenauto würde ich es mir genau angucken, und wenn es dein eigenes Auto ist, vielleicht 1-, 2-mal im Jahr, achte lieber darauf, dass das Auto so regelmäßig gewaschen wird, dass die Kanten gar nicht so verdrecken. Wenn es dann mal sein muss, mach es einmal. Bei dem hier ist es nicht nötig, die Kanten sehen gut aus und dann können wir uns das auch sparen und schonen Material und natürlich auch unsere Zeit. Bei der Pflege von Young & Oldtimern ist die Konservierung das A und O. Wichtig ist, dass wirklich ein hochwertiger Schutz in Form eines Wachsproduktes oder auch bei moderneren Lacken, also jetzt nicht bei ganz alten Lacken, gerne auch eine Keramikversiegelung gewählt ist, einfach um einen Grundschutz zu gewährleisten. Regelmäßig empfehle ich trotzdem eine Nassversiegelung und oder einen Quick Detailer anzuwenden, um halt immer wieder ein bisschen Schutzfaktor auf den Lack zu geben. Konservierung, Konservierung, Konservierung. Wir verwenden eine Nassversiegelung, hauen die direkt in unsere Schaumkanone, stellen die auf die geringste Verdünnung die geringste Verdünnung ein und sprühen es auf. Aus der Sprühflasche wäre es natürlich noch direkter, noch ein bisschen wirkungsvoller, aber die Zeit, die ich mir hier spare, ist quasi mir der leichten Abschwächung wert, und wir werden gleich sehen, die Wirkung ist sehr gut. Und wenn du einmal rum bist, direkt mit dem Hochdruckreiniger abspülen, ruf dir noch mal kurz die Wasserlache von gerade in Erinnerung, mal gucken, ob wir das jetzt besser hinbekommen haben. Wir trocknen schon mal mit Druckluft vor, das mindert die Wassermenge, treibt noch ein bisschen Wasser aus den Ritzen und Kanten und sorgt dafür, dass weniger nachläuft. Aber auch hier Achtung, Druck reduzieren und nicht auf die Dichtung halten. Lieber mal einen Wasserfleck durch einen Läufer, anstatt dass ich eine Dichtung einmal rauspuste oder kaputt puste. Das heißt, Druck ein bisschen reduzieren, schön viel Abstand, wie überall, und dann kann es losgehen. Jetzt kommen wir zu den Einstiegen. Ja, tatsächlich jetzt. Der Idealfall ist, dass die Einstiege nicht so verschmutzt sind, dass du nass ran musst, weil hier auch wieder Fetteintrag, Wassereintrag in Scharniere, in Dichtungen würde ich gerne vermeiden. Das heißt, ich versuche es einfach mit einem Trockentuch und einem Quick Detailer zu machen. Wenn sie natürlich sehr dreckig sind, kannst du auch nochmal mit dem Handschuh und dem Pinsel durchreinigen. Dazu haben wir auch schon mal ein Video gemacht, kannst du dir gerne angucken. Ansonsten empfehle ich halt wirklich, solange es geht, ein separates Tuch, Quick Detailer und Tuch. Das Fahrzeug ist das beste Beispiel. Du hast den Wasserlauf, der kommt nicht irgendwo hier unten rein und landet in Einstieg und läuft dann unten raus, sondern er läuft dran vorbei. Das heißt, wenn du Wasser da reingibst, unten ist auch eine Dichtung, kann es wieder sein, dass du Pech hast und besonders Probleme hast mit Feuchtigkeit, die da sich irgendwo in Ecken reindrückt. Von daher, wenn es geht, irgendwie vermeiden. Auch hier ein Beispiel, warum alte Dichtungen und viel Druck sich nicht vertragen. Die sind ja wirklich nur aufgesetzt, da ist ja nichts drin verbaut. Und wenn du auf die Dichtung viel Druck aufübst, sei es durch einen Hochdruckreiniger mit Wasser oder mit der Druckluft nah unter einem geraden Winkel, dann drückst du sie ja nur rein und im schlimmsten Fall machst du sie dadurch undicht. Der nächste Punkt ist, informier dich vorab, wenn du ein Fahrzeug hast, wo die neuralgischen Punkte sind, wo du wirklich trocknen musst. Im Motorraum, Unterkante, in den Türen, irgendwelche Abläufe, die gerne verschmutzen, dass du da entweder mit Druckluft oder auch mit dem Trockentuch dafür sorgst, dass es wirklich trocken ist. Danach einfach nochmal eine Runde fahren, wirklich ein bisschen schlenken, ein bisschen bewegen, dass das Wasser überall rausgedrückt wird. Korrosion ist dringend zu vermeiden und auch den Besitzer, wenn es dein Kunde ist, immer darauf hinweisen, dass im Trocknen meistens der Schaden liegt, beziehungsweise wenn die Abläufe verstopfen, Wasser und Dreck dort stehen. Und jetzt zeige ich dir noch einen kleinen Geheimtrick. Nutze zum Trocknen Quick Detailer. Kennst du schon von der Autolack-Waschmethode, aber gerade in Kombination mit einem Wet Coat, mit einer Nassversiegelung besonders stark, denn die Nassversiegelungen neigen dazu, manchmal ein bisschen Flecken zu machen. Die gehen hiermit weg und die Glätte und der Glanz, die am Ende entsteht, ist wirklich unschlagbar. Also es macht so viel Spaß. Ich trockne mal mit einem hochwertigen Mikrofasertuch, ganz wichtig, kein Leder mehr benutzen. Mikrofaser hat nämlich den gleichen Grund wie beim Mikrofaser-Waschhandschuh versus Schwamm. Die Mikrofaser können Schmutz aufnehmen, reiben ihn nicht über den Lack und sie nehmen ein Vielfaches mehr an Feuchtigkeit auf. So ein Mikrofasertuch kostet auch ein paar Euro.
Ein Leder ist und war auch nicht günstig, aber ein gutes Tuch darf gerne 15 auch bis 25 Euro kosten, aber hält wirklich lange. Selbst bei uns mit einem gewerblichen Einsatz und in Kombination mit so einem Detailer, wenn es gut gewaschen wird, hält es Jahre. Also unsere ältesten Tücher sind hier, seitdem wir hier sind, das sind jetzt über 2,5 Jahre und sie funktionieren immer noch. Sprüh dir den Quick Detailer auch auf dein Tuch. Wenn du ihn direkt auf den Lack sprühst, kann es passieren, dass es zu Flecken kommt, wenn du irgendwo nicht lang wischst. Und dann ist der einzige Punkt, normalerweise, wenn man sehr schonend trocknet, zieht man das Tuch nur so drüber. Das geht mit Quick Detailer nicht. Da muss man schon ein bisschen reiben, einfach um das gleichmäßig zu verteilen und ein schönes Ergebnis zu haben. Aber wenn du deine Hausaufgaben jetzt richtig gemacht hast und das Auto gut gewaschen hast, sollte ja kein Dreck mehr da sein, der Kratzer machen kann. Von daher ist das Reiben auch gar kein Problem. Nicht vergessen, die Felgen, wenn sie lackiert sind, auch mit zu trocknen. Einmal mit Druckluft vorgehen und dann mit einem separaten Tuch oder ganz zum Schluss, wenn das Tuch nicht mehr auf den Lack kommt. Und einfach trocken machen. Nachdem wir den Lack schon schön konserviert haben, sollten wir uns auch um die Gummis kümmern. Ich habe die ganze Zeit euch von Gummidichtung gepredigt. Das heißt wirklich jede oder jede zweite Wäsche einfach einmal die Dichtung lang pflegen, lang fetten, damit die schön geschmeidig bleiben. Das ist so, wie gesagt, einer der Hauptpunkte, die man machen kann, um den Wert zu erhalten, um Korrosion zu vermeiden und Schäden zu vermeiden. Eine Sache, worauf du bei der Scheibenreinigung achten musst, ist am besten keinen alkoholhaltigen Scheibenreiniger zu verwenden, eben damit du die Dichtung nicht strapazierst. Woher weißt du das? Einfach mal deine Flasche umdrehen. Wenn da kein Gefahrenzeichen drauf ist, ist die Wahrscheinlichkeit bei 99,9%, dass kein Alkohol drin ist. Das heißt, guck dich da ruhig mal um, welcher Reiniger da geeignet ist. Der hier ist es zum Beispiel, deswegen können wir den bedenkenlos nehmen und schaden auch nicht unseren Dichtungen. Der Wagen ist jetzt sauber und konserviert, von daher ist unser Job an dieser Stelle getan. Wenn Fragen sind, gerne in die Kommentare oder wenn du eine schnelle Antwort haben willst, per E-Mail an info@autolackaffen oder schreib uns bei Instagram an. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Hau rein!